Perspektive Ausland. Der Podcast für Unternehmer und Freiberufler, die es ins Ausland zieht. Egal ob Steuerplanung, Auslandsfirmengründung oder Lifestyle-Fragen. Hier geht's jede Woche zur Sache. Und hier sind deine Gastgeber, Daniel Taborek und Sebastian Sauerborn. Sebastian, wir sprechen ja heute mal über einen der größten Kryptoskandale der Geschichte. FTX war ja die drittgrößte Kryptobörse der Welt. Und Sam Bankman-Fried oder SBF, wie er oftmals so genannt wurde, bis vor kurzem war er einer der hochgelobten Stars der Kryptoszene. Und der wird ja verdächtigt, letztendlich ein großer Betrüger gewesen zu sein. Ich habe das natürlich auch hier in den Medien mitverfolgt. Es war ja überall natürlich viele Geschädigte, Milliarden futsch. Aber was mir noch nicht so ganz klar ist, was wird eigentlich diesem Sam Bankman-Fried, also SBF, vorgeworfen? Was steht da im Raum? Ja, also eigentlich mal ganz salopp gesagt, er soll umgetopft haben. Machen ja einige, die so Konzernstrukturen haben, aber bei ihm halt im ganz großen Rahmen. Also im Klartext, er soll in einem anderen seiner involvierten Unternehmen Milliardenverluste gehabt haben und dort dann Löcher gestopft haben, eben mit Geldern aus der FTX-Börse. Die hat er da abgezweigt und darüber gebracht. Übrigens, nicht nur das, ist ja schon die dritte größere Kryptokrise, die wir dieses Jahr haben. Mit dem Mai crashte ja schon die Kryptobörse oder das Kryptoprojekt Terra und vernichtete Anlagevermögen von sage und schreiben 50 Milliarden Dollar. Und im Juli meldete dann auch noch das Celsius Network Insolvenz an. Wahnsinn, das sind ja auch gigantische Summen, echt wahnsinnig. Also jetzt lass uns doch heute mal über die Hintergründe sprechen, was ist da genau passiert, was die Konsequenzen hat es, für wen hat es Konsequenzen und wie sollen unsere Zuschauer, die möglicherweise auch ja von den Konsequenzen betroffen sind, damit umgehen. Was kann man aus dem Ganzen überhaupt lernen? Ja, also vielleicht fangen wir einfach mal mit der Frage an, was eigentlich eine Kryptobörse ist, weil ich habe festgestellt, dass viele nicht so richtig verstanden haben. Das heißt, ich habe mich erst vor kurzem mit einem Mandanten unterhalten und der hat eine Kryptobörse, meint er. Er meint aber damit seine Wallet. Und da sagen wir in Deutsch auch Börse dazu. Die Geldbörse, ja. Man muss einfach sehen, dass vielen nicht richtig klar ist, was da eigentlich passiert ist und was das wirklich letztendlich mit Kryptowährung an sich zu tun hat. Also vielleicht mal ganz kurz und knapp erklärt, eine Kryptobörse, über die wir jetzt hier sprechen, also die FTX-Börse, das ist ein Marktplatz für Handel mit Kryptowährung. Ganz klassisch kann man dort Kryptowährung eigentlich tauschen. Das ist das, was die meisten, es gibt ja viele, wie gesagt, FTX war jetzt eine der drei größten. Und man könnte dort also eine Kryptowährung in die andere Kryptowährung umtauschen, um eventuell von möglichen künftigen Kursgewinnen zu profitieren. Einige Kryptomarktplätze oder Kryptobörsen bieten dann auch noch direkt selber den Kauf an. Das heißt, man kann also dann mit Kreditkarte oder mit Banküberweisung, je nachdem, Dollar, Euro, kann man dann direkt eine bestimmte Kryptowährung kaufen. Dann bieten einige an, das Geld auch dort zu verwahren. Dann hätte man also wie in seinem Kundenkonto, würde man dann diese eine Kryptowährung, die man gekauft hat, einfach nur halten. Ich muss ganz ehrlich sagen, das war so mein eigener Anfang vor vielen Jahren. Ich habe da bei einer der drei großen, damals drei großen, einfach mein Konto eröffnet, habe mal Bitcoin gekauft, eingezahlt, habe das vergessen, dass ich das da hatte. Habe übrigens auch damals einen Fehler gemacht, das würde ich heute niemandem mehr so raten, weil heute heißt eigentlich die Grundregel immer die, wenn ich Kryptowährung irgendwo kaufe oder diese Kryptowährung tausche in eine andere Währung, soll ich sie immer von diesem Marktplatz runternehmen und in eine möglichst physische Wallet, also mein physisches Portemonnaie sozusagen, das können ein USB-Stick sein, das kann natürlich auch eine App auf dem Handy sein, dann dort überweisen und dann dort verwahren. Das wäre eigentlich generell vielleicht schon mal der erste Grundsatz, den wir ja auch ganz kurz auch für unsere Zuschauer und Zuhörer besprechen können. Aber kommen wir nochmal zurück. Also einige dieser Kryptobörsen bieten eigentlich was an, was eigentlich gar nicht vorgesehen sein sollte, nämlich dass man das Geld dann auch dort lässt. Also man tauscht es nicht bloß, man kauft nicht dort nur eine Währung, sondern man lässt es dort auch liegen.
Und jetzt geht es noch weiter. Einige dieser Marktplätze bieten eben noch andere Möglichkeiten an, zum Beispiel das Staking. Das heißt, man hat da so, wie eigentlich die klassischen Finanzinstitute und Börsen im Fiat-Geldbereich auch, weitere Möglichkeiten geschaffen, um Geld zu vermehren. Dort spricht man natürlich auch die Gier im Menschen an. Und wir wissen ja alle, Gier macht die Menschen blind. Das heißt, blind auch für Risiken. Das ist in dem Fall eben dann auch passiert und hat dann zu dem tragischen Crash und Verlust für viele Menschen geführt. Also zum Beispiel das Staking, was dann oftmals angeboten wird, dass man also eine vielleicht neue, weniger bekannte Währung kauft oder Bitcoin in eine weniger bekannte neue Währung tauscht und dann sich verpflichtet ist, da wie fest anzulegen, also dort zu lassen gegen Zinsen, gegen Gewinne. Das hat FTX auch gemacht. FTX hat einen eigenen Token rausgebracht, den sogenannten FTX-Token. Der hatte übrigens mal einen Wert von vor ein paar Monaten noch von 47 Euro, hatte auch mal ganz kurz von über 60 Euro und ist momentan runtergeraucht auf 1,30 Euro. Ne? Also das muss man sich mal in Prozent ausrechnen, was da eigentlich für ein Verlust auch gewesen ist. Natürlich hat das wieder was mit Vertrauensverlust in die Währung, wenn man überhaupt von der Währung sprechen sollte, davon von Cryptocurrency zu tun. Ja, also das wäre vielleicht mal so ganz kurz zu der ersten Frage, was das eigentlich ist, so ein Marktplatz, über den wir jetzt hier sprechen im Zusammenhang mit der FTX-Sache da. Wahnsinn. Ist jetzt ein bisschen schwer zu verstehen, wie man dieses FTX einordnen soll. Ich meine, es gibt ja viele kleine Player in diesem Bereich und wir hören ständig von irgendwelchen Unternehmen, die kommen und gehen und kommen und gehen. Man kennt natürlich die großen, klar, Binance, ganz klar. Aber jetzt hat es ja doch hier einen ganz erheblichen Medienaufschrei hier verursacht und man redet natürlich auch von sehr großen Beträgen, Milliarden, die da verloren gegangen sind. Wer war denn jetzt FTX? Wie wichtig waren die in diesem Kryptomarkt? Was war so deren Bedeutung? Warum ist der Zusammenbruch dieses Unternehmens zum Beispiel jetzt viel mehr im Fokus der Medien als zum Beispiel die Anbieter, die du vorhin besprochen hattest, Terra oder sowas? Also was ist jetzt das Besondere an FTX gewesen? Man hat jetzt natürlich nicht zu viele Zahlen, auf die man da zugreifen kann, aber was man auf alle Fälle weiß, dass zu dem FTX oder das FTX eigentlich eingebettet war in ein Geflecht von mehr als 100 Unternehmen, die da in dem Konzerngeflecht von dem Sam Bankman-Fried waren. Und man höre und staune, die sollen ein tägliches Handelsvolumen von 10 Milliarden Dollar bewegt haben. Unglaublich viel Geld, ne? Also das zeigt einfach schon, da hat's gebrummt. Das ist jetzt kein kleines Unternehmen gewesen, kein kleiner Handelsplatz gewesen. Und immerhin weiß man auch, dass selbst Staaten und institutionelle Anleger ebenfalls dort investiert haben. Wahnsinnig, ja, gigantische Summen. Die stellen viele Banken sicherlich in Schatten. Wie viele Kunden hatte denn FTX? Wie viele Kunden sind jetzt betroffen? Also wie viel es jetzt genau am Ende gewesen ist, ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, ob man das irgendwo recherchieren könnte, jetzt die genaue Anzahl der Kunden ganz zuletzt. Vor ein paar Monaten war mal eine Anzahl von Kunden bekannt geworden und das sollen es so um 1 Million Nutzer gewesen sein. Einfach um das mal so einzuordnen, also im Vergleich dazu soll Binance, die sind ja auch sehr bekannt, soll wohl ungefähr auf 15 Millionen Nutzer kommen. Klingt zwar mehr, 15 Mal mehr, aber immerhin sind die jetzt wiederum schon seit 2017 am Markt, also viel länger. Vielleicht, was man auch noch wissen sollte, der Eigentümer, der Sam oder SBF, hat eigentlich gar keinen so schlechten Ruf gehabt. Also übrigens, du musst ja mal, das finde ich immer ganz, ganz lustig, das Bild angucken, da im Wikipedia, was man von ihm veröffentlicht, das sieht aus wie so ein logischer Wirrkopf da so irgendwo. Aber war ein kluger Mann, hat wohl am MIT studiert, hat irgendwie auch Vertrauen rübergebracht, spendete gerne für wohltätige Zwecke, war Humanist, Philanthrop und übrigens auch befreundet mit dem Binance-Chef. Der soll wohl sogar sein Mentor gewesen sein. Wahnsinn. Und was ist jetzt da, was ist da passiert? Also ich meine, das scheint ja hier doch eine herausragende Persönlichkeit gewesen zu sein und natürlich ein wichtiger Player, hat einen guten Ruf gehabt. Wie kann sowas über Nacht mehr oder weniger zusammenbrechen? Ja, kann man nur sagen, dumm gelaufen. Es ging eigentlich damit los, dass es einen Medienbericht gab. Also da hatten Journalisten recherchiert und die hatten dann behauptet, dass eben dieser Sam, SBF, Gelder von FTX abgezweigt hätte für die Rettung eines anderen
eigenen Unternehmens. Da taucht dann der Name auf Alameda, also eine andere Firma, die ihm auch noch gehört hat, ein Hedgefonds wohl. Und da gab es wohl Löcher von mehreren Milliarden zu stopfen. Jetzt muss man halt wissen, wie wir vorhin schon gesagt haben, es ist natürlich schon so gewesen, dass die Kunden von der FTX-Börse ja zum Beispiel Bitcoin oder Ethereum, was auch immer für Währungen, dahin geschickt haben und jetzt diese Währung eben in den FTX-Coin eben umgetauscht haben. Ne? Also eine Währung, oder Token besser gesagt, die FTX selbst rausgegeben hatte. Und da hat er sich wahrscheinlich gedacht, okay, das geben die mir jetzt, die vertrauen, dass ich das Geld vermehre für die. Also was auch immer ihn dazu getrieben hat, zu denken, er kann das machen, war in jedem Fall ein Fehler und hat dann eben die Kettenreaktion ausgelöst. Und dann war es noch so, dass Binance selbst eine größere Menge der FTX-eigenen Token, also in diese investiert hat. Und als die den Medienbericht gelesen haben, dass da irgendwas nicht koscher läuft in der Firma, haben die sofort die FTX-Token abgestoßen. Und als das dann wiederum bekannt wurde, hat das eigentlich einen massenhaften Abgang von Kunden ausgelöst. Und dann konntest du die Pleite eigentlich nicht mehr aufhalten. Also so, nach dem, was du jetzt beschreibst, scheint ja der Fall gewesen zu sein, dass da aktiv ja Kundengelder hier, ich will jetzt nicht sagen veruntreut wurden, aber im Grunde genommen... Sind veruntreut worden, wenn man so will, ne? Weil für den Zweck hat ja kein Kunde sein Geld da eingezahlt. Ne? Okay, also sind sogar veruntreut worden, sind dort einfach in ein anderes Unternehmen überwiesen worden, das ja jetzt, wenn man jetzt traditionelles Banking betrifft, absolut ja hier nicht vorstellbar wäre. Natürlich auch gemacht wurde, aber natürlich wissen wir, wie das dann ausgegangen ist. Wie hoch ist der Schaden und wie viele Anleger sind zum Schaden gekommen? Du hattest ja vorhin gesagt, dass es 1 Million Kunden gab. Ist eine unvorstellbar große Summe an potenziellen Geschädigten. Wie sieht denn das hier aus? Es ist so, FTX hatte sich ja eine ganze Menge prominente Markenbotschafter an Bord geholt. Also zum Beispiel, also gibt es eine ganze Reihe, die vielleicht bei uns jetzt im deutschen Bereich weniger bekannt sind, außer vielleicht Giselle Bündchen, die kennen wir vielleicht. Und die haben jetzt ordentlich Werbung gemacht. Es gab auch ein Fußballstadion, das am Ende FTX Arena hieß. Das heißt, durch diese Werbung, die da gemacht worden ist, sind natürlich eine ganze Menge auch kleinere oder Privatanleger angezogen worden. Das muss man einfach sehen. Und das ist natürlich dann traurig, weil da vielleicht Menschen, die bisher wenig im Kryptobereich gemacht haben, vielleicht gerade durch das Vertrauen, das dieser sympathische Mann da ausgelöst hat in den Menschen. Dann übrigens gab es auch Schiedsrichter von einer Fußballmannschaft, die hatten das FTX-Logo hier so auf dem T-Shirt. Was auch immer. Das hat also mit Sicherheit dazu geführt, dass es eine ganze Menge kleinere und auch Privatanleger gab, die vielleicht ihr erstes Erlebnis hatten. Ihr erstes Cryptocurrency-Erlebnis. Gesagt, da mache ich mal was bei dem, denen vertraue ich, die sind hier präsent, die machen Werbung, prominente Leute setzen sich dafür ein. Und man kann auch lesen, es gab zum Beispiel von Ontario, den Pensionsfonds der Lehrer, die müssen da im Millionenbereich angelegt haben und wahrscheinlich ist alles letztlich futsch. Es wird sogar behauptet, ich kann es nicht bestätigen, dass auch Ukraine-Spendengelder in FTX angelegt worden sein sollen, sage ich jetzt einmal so und wurde offiziell nicht bestätigt. Aber es gab wohl auf alle Fälle auch eine Fundraising-Seite, wo man spenden konnte an die Ukraine, direkt über die FTX-Plattform. Und so kann man also sagen, es hat eine ganze Menge vielleicht ehrliche kleine Leute getroffen. Sollte es wirklich so sein, wie an einigen Stellen behauptet, aber eben nicht offiziell bestätigt wird, dass sogar Ukraine-Spendengelder damit drüber laufen und dann weg sind, dann hat es wirklich arme Leute, Privatleute selbst in diesem Land getroffen, ne? Indirekt. Naja, also für mich klingt es so, wie wenn die Gelder der meisten Anleger futsch wären. Gut, vielleicht gibt es noch ein paar, die haben Glück gehabt, die konnten das noch frühzeitig abziehen. Aber naja, also jetzt muss man auch sagen, von FTX ist auf den Bahamas, dort gibt es ja auch in gewisser Weise eine Finanzaufsicht. Man hat ja dort wohl offensichtlich auch schon Vermögen von FTX eingefroren. Gläubigerschutz, also konkret Insolvenz, hat FTX in Delaware eingereicht. Es wird sicherlich spannend sein, ob man hier noch Vermögenswerte findet, aber naja, also wie sich das Ganze so darstellt für mich. Es gab ja auch Aussagen, so der Interims-CEO bestellt, der auch da schon bei Enron tätig war, der hat ja auch sich sehr
bedeckt gehalten, sehr pessimistisch geäußert. Also, naja, ich denke, da haben viele Leute tatsächlich sehr viel Geld verloren. Die Frage ist jetzt natürlich, die sich mir stellt, ist die Kryptoblase geplatzt? Was heißt es grundsätzlich für Investments in Krypto, für den Kryptomarkt? Ist das jetzt das Vertrauen so weit erschüttert, dass sich der Normalbürger da nicht mehr rantraut? Oder was ist deine Einschätzung? Naja, es ist nicht ganz einfach, da jetzt eine Einschätzung abzugeben, weil man muss halt verschiedene Aspekte beachten bei der Sache. Auf der einen Seite sind die Kurse natürlich erstmal abgeraucht, also gut 20%, als es bekannt wurde, ging der Bitcoin erstmal nach unten. Auf der anderen Seite gab es wieder Leute, die sagten, jetzt geht der Bitcoin bestimmt wieder auf $10.000 runter oder vielleicht sogar drunter. Dazu ist es auch nicht gekommen. Es ist halt einfach so, Cryptocurrency ist ein sensibler Markt, das muss man wissen, wenn man in dem Bereich unterwegs ist. Es gab auch mal eine Kryptomarktplatz oder eine Kryptobörse in Südkorea und an dem Tag, als die geschlossen worden ist, da ist auch erstmal der Bitcoin von $20.000 auf $11.000 runtergefallen. Hat sich dann natürlich wieder nach oben erholt. Also der Markt ist einfach sensibel. Das hat man hier gesehen, das hat man immer wieder mal gesehen, auch als Elon Musk in den Bitcoin rein ist, als er wieder raus ist, ne? Also dann sofort reagieren da die Kurse. Man muss halt trotzdem trennen. Eigentlich, was hier passiert ist, dass ein Marktplatz, nämlich FTX, war ja eine hochspekulative Börse, also diejenigen, die da investiert haben, wollten eigentlich das schnelle Geld machen. Also es gibt ja jetzt Leute, die kaufen Cryptocurrency, am Anfang sagen, ich vermute mal, dass sehr, sehr langfristig der Wert dieser Währung steigt und darauf setze ich jetzt. Das heißt, man kauft die Währung, überweist sie sich in eine Wallet, das ist das, was ich zum Beispiel auch gemacht habe. Und dann habe ich nach einer Weile mal wieder in meine Wallet reingeguckt und da war das Zeug doppelt so viel wert. Und dann habe ich die Hälfte abgehoben und habe es wieder einfach mal eine längere Zeit liegen lassen und also wieder mal irgendwie mal aus Interesse reingeguckt, war es wieder doppelt so viel. Also das heißt, ich habe persönlich, also es ist meine eigene Erfahrung mit Cryptocurrency, einfach irgendwann mich mal entschieden, einen bestimmten Betrag Geld in eine Kryptowährung zu investieren. So, was hier passiert, ist auch was völlig anderes. Das heißt, die Leute, also da hat niemand Bitcoin gekauft oder Ethereum gekauft, hat es in seine Wallet überwiesen und dann ist dieses Geld verschwunden, sondern er hat es halt jemandem gegeben, dem er vertraut hat, der noch schneller dieses Geld ihm vermehren sollte, als vielleicht jetzt normaler gekaufter Ethereum, Bitcoin oder eine andere Währung rein vom Wechselkurs her steigen würde. Und das war eine Spekulation und das ist schiefgegangen. Insofern hat übrigens die BaFin oder eine BaFin, es gibt ja, wie gesagt, nicht bloß die BaFin, die uns jetzt hier betrifft, es gibt ja ähnliche noch Finanzaufsichtsgesellschaften in anderen Ländern, die haben also nicht ganz unrecht, wenn sie einfach bemängeln, dass es eben bei solchen Kryptomarktplätzen im Gegensatz zu einer normalen klassischen Börse eben keine Regulierung oder zu wenig Regulierung gibt und eben auch die Einlagen nicht abgesichert sind. Das ist einfach das Problem, was wir hier sehen. Das Problem generell bei der Kryptowährung ist ja auch, dass sie mit keinem echten Wert abgesichert sind. Das kommt noch dazu, ne? Also im Gegensatz jetzt zu Gold zum Beispiel, wenn ich das jetzt physisch hätte, wird mir also diese Schwankung oder dieser Wertverlust in dieser Größenordnung eigentlich nie passieren können. Beim Kryptowährung, wogegen ist der abgesichert? Also Kryptowährung hat den Wert, der dem Vertrauen entspricht der Menschen, die diese Währung benutzen. Daraus entsteht letztendlich der Wert. Also eine andere Wertgegensicherung gibt es ja nie. Hat es jetzt im Kryptomarkt an sich geschadet oder wird es vom Kryptomarkt so gesehen, dass es letztlich tatsächlich hier die Taten eines Kriminellen sind oder einer Gruppe von Kriminellen, aber letztlich hier Krypto doch eine sinnvolle Investition ist? Ja, das ist also, hat es dem Kryptomarkt geschadet oder nicht? Also man sieht ja immer wieder, hat sich in letzter Zeit der Kryptomarkt auch wieder erholt. Man muss ja halt einfach trennen, die Technologie, die Blockchain an sich ist eine Sache, da kann man Vertrauen dazu haben. Bestimmte Leute, die auch einfach eine freie Finanztransaktionsplattform sich wünschen, die werden da also immer noch vertrauen dieser Plattform und werden sich nicht von so einem Crash, von einer einzelnen Marktplatz im Prinzip Anlageplattform verunsichern lassen. Man muss einfach sehen, wie ich es vorhin schon gesagt hatte. Also wären Kryptowährungen durch einen Wert gedeckt, dann könnte sowas im Kryptomarkt letztendlich kaum schaden. Der Wert der einzelnen Kryptowährung hat immer was mit Vertrauen zu tun oder teilweise eben Misstrauen in klassische Währung.
Und deswegen, egal was für ein Skandal passiert, der könnte übrigens auch völlig unberechtigt sein, der Skandal. Das heißt, können Missverständnisse in Medien sein. Also sobald es negative Schlagzeilen gibt in Bezug auf Kryptowährungen, wird es immer wieder eine bestimmte Anzahl, Millionen Menschen vielleicht geben, die das lesen, auch nicht richtig verstehen, was da passiert ist. Und Vertrauen bewirkt einfach immer einen Wertverlust letztendlich für Kryptowährungen. Und das ist hier passiert und das kann morgen wieder passieren. Auf der anderen Seite sieht man, wie schon gesagt, dass sich das auch wieder wiederholt letztendlich. Auf der anderen Seite, solche Pleiten oder Crashs, wie wir es jetzt hier erlebt haben, führen natürlich auch dazu, dass es Staaten gibt, die jetzt aufwachen und sagen, wir müssten vielleicht Kryptowährungen oder den Handel, solche Marktplätze in unserem Land entweder verbieten oder regulieren. Und deswegen könnte auf der einen Seite in einigen Ländern so ein Skandal auch mehr Sicherheit in den Kryptomarkt bringen. Das hängt natürlich immer davon ab, wie solche Reglements dann am Ende ausfallen. Das heißt, dienen sie wirklich dazu, den Verbraucher zu schützen? Es gibt übrigens Marktplätze, die sind reguliert. Es gibt Staaten, in denen gibt es Tauschbörsen und Anlagemöglichkeiten, wo man auch eine gewisse Absicherung hat, mindestens vielleicht durch die Aktien des Unternehmens, das dahinter steht. Oder wir haben ja auch mal hier eine Folge gehabt mit einer regulierten, mit dem Betreiber einer regulierten Crypto-Exchange aus der Schweiz. Ja. Genau so ist das. Ne? Also da gibt es durchaus auch Möglichkeiten. Also es könnte eventuell Vorteile bringen. Ich darf mich dann natürlich als jemand, der an dem Markt unterwegs ist, nicht absichtlich für einen Anbieter entscheiden, nur weil der vielleicht meine Gier weckt und besonders hohe Gewinne und Erträge verspricht, die dann wiederum ihren Sitz in einem unregulierten Land hat. Wie zum Beispiel jetzt hier Bahamas, auch Binance zum Beispiel. Binance ist ja auch auf irgendeiner Insel, ich weiß jetzt gar nicht welche, beheimatet. Also da muss man einfach dann wirklich selber sich entscheiden. Also lege ich auf Sicherheit Wert oder nicht. Ja, also ich kann mich erinnern, als wir, wie gesagt, die Podcast-Folge mit dem Simon Fundl aufgenommen haben, der ja hier seinen Crypto-Exchange in der Schweiz betreibt, der reguliert ist. Und das war also auch schon vor, was weiß ich, vielleicht einem Jahr oder einem halben Jahr, haben wir genau über solche Risiken auch gesprochen, auch über Binance, jetzt nicht über FTX, aber was sind die Risiken von unregulierten Exchanges? Und der hat genau dort dann natürlich auch davor gewarnt, der Simon, genau vor der Sache, die jetzt passiert ist. Also jedem, der Interesse hat, empfehle ich mal in diese Folge reinzuhören. Es gibt nämlich durchaus Wege für Anleger, sich davor zu schützen. Tatsächlich, indem man eben solche regulierten Exchanges auch verwendet. Da ist zumindest die Chance geringer, weil natürlich hier wird dann auch natürlich das Management geprüft und so wie jetzt man bei FTX ja gesehen hat, hätte tatsächlich irgendeine Aufsichtsbehörde mal deren interne Abläufe und Verfahren geprüft, die werden ja komplett durchgerasselt, so wie man das von außen hört, auch von dem neuen Geschäftsführer, der da eingesetzt wurde, vom Insolvenzverwalter. Ist ja das eine totale Katastrophe. Ja, also jetzt natürlich die Frage noch für uns, für unsere Zuschauer und Zuhörer, was ist jetzt das Fazit? Welche Konsequenz sollte man jetzt daraus ziehen? Muss man natürlich jetzt trennen. Also wir haben jetzt vielleicht Zuschauer, einen Teil der Zuschauer, für die ist der Kryptomarkt interessant, weil sie selber vielleicht meinen wollen, weil sie selbst Kryptowährungen schürfen wollen, erzeugen wollen, also Business machen, vielleicht auch selbst einen Marktplatz entwickeln wollen, also irgendwelche Dienstleistungen anbieten wollen. Das müsste man vielleicht jetzt trennen. Auf der anderen Seite haben wir jetzt diejenigen, die überlegen, investiere ich in Krypto, kaufe ich Krypto, wenn ja, wo, wie. Muss man natürlich sagen, also wir sind jetzt keine Anlageberater und deswegen, also ich jetzt zum Beispiel kann nur meine persönliche Meinung wiedergeben. Also ich würde in Kryptowährung immer nur Geld investieren, dessen Verlust ich verschmerzen kann. Das habe ich damals so gemacht, das mache ich auch heute so. Und es spricht nichts dagegen, einen Betrag in eine bestimmte Cryptocurrency zu tauschen und diese zum Beispiel einfach in eine Wallet zu halten und dann Kursgewinne mitzunehmen oder natürlich auch Verluste. Definitiv muss man einfach sagen, Cryptocurrencies taugen höchstwahrscheinlich nichts, wenn man was sucht, um sich vor der Inflation zu schützen. Das Risiko ist einfach zu groß. Also dann empfehle ich jetzt zum Beispiel, du hast auch schon eine Folge
empfohlen, die Folge, die wir da gemacht haben, über Goldeinlagerung, physisches Goldeinlagern in Singapur. Ja, beispielsweise. Genau. Also wenn man da jetzt was sucht. Deswegen, es ist möglich im Cryptocurrency-Bereich Erträge zu generieren. Das ist möglich. Es erfordert einfach, dass man sich intensiv Zeit nimmt, damit auskennt und man kann sowas nicht einfach nur so nebenbei machen. Es gibt übrigens, wie ich schon gesagt habe, auch Börsen, dann Einlagen zumindest teilweise gesichert sind, wo ein bestimmter Unternehmenswert dahinter steht. Es gibt übrigens auch Banken, zum Beispiel Revolut. Dort kannst du eine ganze Reihe von Cryptocurrencies mit Klick innerhalb von einer Sekunde oder weniger, kannst du also sagen, ich will 100 Euro, 1000 Euro, 10.000, ich weiß gar nicht genau, wie das begrenzt ist, aber kannst bei Revolut zum Beispiel jederzeit bestimmte Cryptocurrencies tauschen und dann hält das Revolut für dich. Und dann kannst du auch die Kursgewinne mitnehmen und kannst auch wieder zurücktauschen. Kannst auch, nee, morgen tausche ich meinen Bitcoin zurück und nimm dann Ethereum. Also, das sind alles Möglichkeiten, die es gibt. Übrigens gibt es ja noch eine ganze Reihe von interessanteren Währungen als Bitcoin. Alle reden immer nur über Bitcoin. In so einem Fall wie bei Revolut wäre das dann über den Einlagenfonds, die Einlagensicherung der Bank mit abgesichert. Ne? Das muss man also einfach wissen. Wer jetzt mehr möchte, wie zum Beispiel, ich hatte es vorhin schon erwähnt, Staking, vielleicht sogar Mining. Wie gesagt, da muss ordentlich Zeit investieren, sich dort reinarbeiten. Sollte auch nicht unbedingt dem ersten Coach oder Guru trauen, der ihm da irgendwas erzählt, so wie er das unbedingt machen muss und wie er es selbst gemacht hat. Man muss halt immer aufpassen, dass die Gier nicht zu groß wird. Weil bei Krypto eben wie bei allen anderen Anlagemöglichkeiten auch gilt, je größer die versprochenen Erträge sind, desto größer ist eben auch häufig das Risiko eines möglichen Verlusts. Das hat eben ja auch die FTX-Pleite hier gelehrt. Und eine Sache darf man nicht vergessen, da bist du ja wieder der Experte, Sebastian. Wenn ich Erträge generiere mit Krypto, dann gibt es, je nachdem, wo ich jetzt meinen Wohnsitz habe, und was ich genau jetzt mache, also meine ich, stake ich oder investiere ich einfach nur, muss ich auch immer sehen, werden meine Erträge möglicherweise besteuert. Und dann gibt es ja auch Länder, wo die Erträge vielleicht besteuert werden, aber die Verluste kann ich nicht geltend machen und so weiter und so fort. Also auch ein Punkt, den muss man unbedingt beachten. Ja, 100%. Das ist natürlich ein gutes Stichwort hier. Ich möchte alle Zuschauer und Zuhörer auf unsere Webseite hinweisen, kryptosteuern.info. Da sind verschiedene Länder, die wir da vergleichen und wie sich die steuerliche Situation in diesen Ländern darstellt im Bereich auf Kryptowährungen. Daniel, vielen Dank für das Gespräch. Hat mich gefreut. Bis zum nächsten Mal. Danke dir. Bis zum nächsten Mal.